Wir werden also über Zucker sprechen und denn Glykonährstoffe sind Zucker. Das Kürzel Glyko kommt aus dem Griechischen und bedeutet süß. Also sind süße Nährstoffe. Und vielleicht mag das Sie etwas seltsam anmuten, wenn wir hier von Gesundheit und Zucker sprechen. Wir wissen, dass Zucker eine Substanz ist, die eben auch verändert wurde technisch. Den Zucker, den wir heute kennen als den Haushaltszucker. Und dass dieser Zucker eben diverse gesundheitliche Probleme verursachen und hervorrufen kann. Es gibt nicht nur Haushaltszucker, sondern es gibt weitere 199 Zuckerarten. Und von daher werden wir uns also in die Welt der Biochemie etwas bewegen oder begeben und uns anschauen, von welchen Zuckern wir hier tatsächlich sprechen. Was uns bekannt ist in der Biochemie, das ist eigentlich Folgendes. Wir haben hier die verschiedensten Nährstoffe. Natürlich sind die Vitamine bekannt, die Mineralien, auch die Spurenelemente. Dann haben wir Fett und Aminosäuren, also Fette und Eiweiße. Wir haben verschiedene Phytonährstoffe. Das sind die feinen Stoffe, die in jeder Pflanze vorkommen, die nur in ganz, ganz kleinen Spuren vorkommen, aber eben eine wichtige Funktion ausüben. Und wir kennen zum Beispiel auch Phytohormone, also Stoffe, die aus Pflanzen kommen, die das Hormonsystem unterstützen. Und was jetzt in den letzten gut 20 Jahren bekannt geworden ist, vermehrt publik gemacht worden ist, sind eben diese Glykonährstoffe. Eigentlich das fehlende Bindeglied bezüglich dieser Stoffe. Wir werden feststellen, dass all diese Nährstoffe, die ich aufgelistet habe, erst richtig in die Funktion kommen können, wenn wir unsere Körper gleichzeitig mit diesen Glykonährstoffen versorgen. Wie gesagt, Zucker ist nicht gleich Zucker. Wenn wir Zucker sagen, dann meinen wir meistens das hier, sozusagen die Kröte, könnte man sagen. Die Kröte unter den Zuckern. Das ist der Haushaltszucker. Und heute sprechen wir aber von den gesunden Zuckern, also solche Zucker, die aus jedweden pflanzlichen Nahrungsmitteln kommen. Nicht nur die Beeren, wie es hier abgebildet ist, sondern auch aus Wurzeln, aus Rinden, aus verschiedenen Kernen und so weiter. Aber auch ganz einfach zum Beispiel aus dem Apfel. Und wichtig zu wissen ist, Glykonährstoffe sind Zucker, das heißt, sie entstehen aus der Photosynthese heraus. Also nur Pflanzen können uns diese Zucker liefern. Keine tierische Quelle irgendeiner Art enthält diese Glykonährstoffe. Daher ist es wichtig, dass wir eben auch gesunde Böden haben, auf denen gesunde Pflanzen wachsen können, die uns dann diese Glykonährstoffe liefern können. Ich möchte Ihnen gerne einen Filmausschnitt zeigen, das Basiswissen über die Glykonährstoffe, Nummer 3. Da wird schon sehr viel gesagt zu dem Thema der Glykonährstoffe und auch dazu, Sie werden sehen, wie viel Forschung bereits betrieben wird seit einigen Jahren. Die Medizin hat übrigens auch Interesse gefasst, oder die Pharmaindustrie, an den Glykonährstoffen. Man fängt dort auch an, das Potenzial dieser gesunden Zucker zu erkennen und dieses Potenzial zu benutzen, im Speziellen, um Medikamente mit Glykonährstoffen zu versehen. Wir werden nachher noch darauf zurückkommen. Also bitte dieser Film Nummer 3. So, wir haben also jetzt schon einiges gehört über diese Zuckerstrukturen. Wie gesagt, man hat sehr lange gedacht, diese Zuckerstrukturen, die würden da einfach in der Gegend herumhängen und die seien eigentlich Müll. Und wo man aber dann entdeckt hat, was da tatsächlich damit die Bewandtnis ist, da wurde man wirklich hellhörig. Und der Professor Seeberger hat den Code des Lebens erwähnt. Und wenn das Schlüssel-Schloss-Prinzip fehlt, kann dieses Schloss nicht aufgeschlossen werden. Das heißt, eine Zelle reagiert nicht auf irgendeinen Stoff, der da irgendwie unterwegs ist, wenn die nicht den richtigen Schlüssel hat. Die Zelle sagt, du kommst hier nicht rein, du musst den richtigen Schlüssel haben, dann kannst du rein. Und das gilt nicht nur für die Spermien, das gilt ebenso für alle Nährstoffe,
für alle Nahrungsinhaltsstoffe, für alle Hormone, für alle Biochemikalien, selbst für Bakterien, Parasiten, Viren, für Pilze, alle, die in irgendeiner Form an der Zelle etwas zu tun haben oder etwas zu tun haben wollen, brauchen einen entsprechenden Rezeptor, der ausgestattet ist mit diesen Zuckern, um dort andocken zu können. Man kann sich so vorstellen, dass das kleine Fischerboot nicht an dem gleichen Dock am Hafen andocken kann wie die große Fähre. Also das Umfeld muss stimmen, dass das richtige Molekül, das richtige Fahrzeug am richtigen Ort andocken kann. Und deshalb brauchen wir diese Zuckermoleküle. Hier haben wir eins abgebildet von diesen Zuckermolekülen und es gibt hier heute wirklich schon ganz umfangreiche Grafiken mit allen möglichen chemischen Formeln, die ganze Blätter füllen, wie solche Bäumchen, die wir gesehen haben im Film, entstehen und wie die aufgebaut sind aus diesen verschiedenen Zuckern. Und das ist eines davon. Und jedes davon in diesen verschiedenen Variationen aufgebaut wie aus Lego-Bausteinen mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen großen Bausteinen und individuell zusammengesetzt. Jedes hat seine eigene Aufgabe. Das ist eine riesige Wissenschaft geworden, die Glykobiologie. Und weiter ist dazu zu sagen, was wir eben bis jetzt oder bis vor 20 Jahren gewusst haben, gemeint haben zu wissen, ist, dass die Eiweiße, die Lipide, also die Fette, die Kohlenhydrate, die Nukleinsäuren, dass die für diesen Code des Lebens zuständig sind. Also entsprechend, wie sich Eiweiße, Fette, verschiedene Kohlenhydrate und so weiter zusammensetzen, das würde die Kommunikation im Körper ermöglichen. Man hat dann aber schnell gesehen, ganz ähnlich wie du es gestern erwähnt hast bei dem Human Genome Project, dass es gar nicht ausreicht. Die Gene reichen nicht aus, um die Funktionen des Körpers zu erklären und diese Stoffe reichen oder diese Nährstoffe reichen ebenfalls nicht aus, um die Kommunikation im Körper zu erklären. Man hat gesehen, da muss mehr sein, weil diese vielfältigen Funktionen, dass jemand zum Beispiel gleichzeitig singen, tanzen, in jeder Form noch mitdenken kann, dass der Körper gleichzeitig verdaut, atmet, entgiftet, die Wasserzufuhr regelt, den Hormonaufbau regelt. Das müssen wir alles nicht kontrollieren, das passiert selbstständig. Das sind Tausende von Funktionen, die in jeder Millisekunde parallel ablaufen. Und dazu braucht es eben mehr als nur Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate. Und in der Glykobiologie, in der Erforschung hat man herausgefunden, dass es eben jetzt die Glykoproteine sind, also die Verbindung zwischen Eiweiß und Zucker zusammengefügt. Oder sie werden auch Glykoformen oder Glykokonjugate genannt, die diese Vielfalt an Kommunikationsmöglichkeiten bieten, die der Körper braucht. Als Beispiel, wenn Sie 4 Eiweiße, 4 Proteine haben, dann, wenn Sie die unterschiedlich zusammenbauen, haben Sie am Schluss 24 Möglichkeiten, eine bestimmte oder 24 Informationen weiterzugeben. Wenn Sie aber 4 von diesen Glykonährstoffen haben, haben Sie die Möglichkeit, daraus 1000 Oligosaccharide, also Mehrfachzucker zu bilden, 1000 Möglichkeiten, eine Information abzuspeichern. Und das macht einen riesen Unterschied, 24 zu 1000. Ja. Und das erklärt dann zusammen mit den Fetten, mit den Eiweißen zusammen, dass diese Vielfalt, diese unglaubliche Vielfalt an Informationsmöglichkeiten da ist, die unser Körper braucht. Wie ist denn das überhaupt zustande gekommen? Man war der Ansicht, diese Zuckerstrukturen, die hängen da einfach in der Gegend rum. Bill McAnally ist ein begnadeter Forscher, ein Amerikaner, ein Biologe, Biochemiker, und er hat sich eigentlich sein ganzes Leben schon interessiert für die Pflanzeninhaltsstoffe. Im Besonderen hatte er schon, als er Verbrennungen hatte, als Kind Erfahrung gemacht mit Aloe Vera. Und aus dieser Erfahrung heraus ist er dann über die Jahrzehnte immer dran geblieben, die aktive Komponente, die diese Heilungsimpulse verursacht, dass das Zucker ist. Und da hat man ihn natürlich ausgelacht. Ja? Ein Mehrfachzucker, wie soll das gehen, wie soll das heilsam sein? Über die Jahre hat er dann aber durch Experimente und durch Anwendung herausgefunden, dass es tatsächlich so ist. Und
somit haben sich angefangen, Menschen zu interessieren für dieses Acemanan, also dieser Glykonährstoffkomplex, bestehend vor allem aus Mannose. Mit der Zeit hat er aber herausgefunden, dass da eben noch mehr Zucker sind und hat angefangen, diese Zuckerkomplexe zusammenzufügen, hat 1, 2, 3 dazugenommen und hat gesehen, dass es sogar eine viel bessere Wirkung noch hat, als wenn man nur die Mannose nimmt. Und so ist es eigentlich entstanden, dass mit der Zeit 8 von diesen Glykonährstoffen, von diesen 200 Zuckern, als essentiell für die Zellkommunikation und für die Funktionen im Körper erkannt wurden. Es gibt natürlich noch ein paar weitere, die wichtig sind für die Zellkommunikation. Diese 8 hier, die sind offiziell seit 1996 im Harper's Biochemistry Book anerkannt als die 8 essentiellen Zucker, die für die Zellkommunikation notwendig sind. Ohne diese 8 geht gar nichts. Das Problem dabei ist, dass wir in unserer westlichen Welt und mit unserer westlichen Ernährung eigentlich genau 2 davon in ausreichendem Maße bekommen. Da fehlen in der Regel 6 von diesen und da können Sie sich vorstellen, das wird eben irgendwann zum Problem, weil der Körper kann das nicht wirklich aus sich selber heraus herstellen. Also letztendlich haben wir sicher ganz viel von Glucose, etwas von Galaktose oder auch ein bisschen Fructose. Wenn wir es denn verdauen können, das ist dann die nächste Frage, ob das überhaupt möglich ist. Und da wir eben sehr viel von diesen Nahrungsmitteln essen, wie zum Beispiel Mais, Reis oder Kartoffeln, Stärke im Allgemeinen, sind wir natürlich in der Regel mit Glucose überversorgt. Und die anderen der 8 Glykonährstoffe sind in der Regel eben unterversorgt. Und das hat eben auch seinen Grund. Wenn wir uns diese Folie hier anschauen, sehen wir auf der linken Seite, wie sich die Urvölker ernährt haben. 1% bestand aus Vollkorncerealien. Der Rest von der Kohlenhydratversorgung damals kam aus Gemüsen, aus Früchten, Wurzeln, aus Nüssen und so weiter, 99%. Auch diese Pflanzen enthalten natürlich Glykonährstoffe. Der moderne Mensch, der sogenannte, ernährt sich zu 59% aus raffinierten Getreiden. Ein bisschen Gemüse, Früchte und so weiter sind dabei und ein großer Teil, die 18%, sind dann schon raffinierte Zucker, was eigentlich auch wieder nur Glucose ist. Da fehlt also einiges. Gut, also das hier sind die 8 essentiellen Zucker, über die wir heute im Wesentlichen sprechen. Und Sie sehen, da sind natürlich auch Namen drauf, die uns nicht so geläufig sind. Vielleicht kennen wir eben die Mannose, die ist recht bekannt, die Galaktose sowieso. Dann gibt es zum Beispiel Fucose, Xylose und dann hier diese Acetylstoffe, die Neuraminsäure, das Galactosamin und das Glucosamin. Und über die werden wir heute auch noch im Speziellen sprechen. Und die sind also alles andere als süß, wenn Sie mich fragen. Jetzt, natürlich gibt es verschiedene Lebensmittel, die diese Glykonährstoffe enthalten. Und wenn Sie mehr davon essen, haben Sie natürlich eine bessere Glykonährstoffversorgung. Muttermilch ist meines Wissens nicht zur freien Verfügung. Das ist für spezielle Individuen gedacht. Aber Muttermilch ist ganz interessant, enthält 6 von diesen 8 wichtigen Glykonährstoffen in großer Menge. Das sollte uns etwas sagen. Das ist nicht per Zufall so. Dann haben wir gesehen, die Aloe Vera. Dann haben wir die Meeresalgen. Verschiedene Meeresalgen enthalten viele Glykonährstoffe. Die sind auch sehr photosyntheseaktiv. Und Meeresalgen schmecken dann eben vielleicht eher etwas fischig, werden aber häufig verarbeitet in Glykonährstoffkomplexprodukten. Kleie und Getreide, das heißt eben nicht das raffinierte Getreide, sondern das Vollkorngetreide. Dann haben wir Pektin. Apfelpektin kennen Sie vielleicht vom Konfitüre herstellen. Und das ist ein Bindestoff, einer der Strukturen bildet. Das macht eine Konfitüre dick. Finden wir im Speziellen in den Äpfeln, aber auch in vielen weiteren Früchten. Mais als Beispiel. Kurkuma, das ist das Gelbwurzgewürz. Wichtig auch in diesem Zusammenhang sind die Pilze. Viele Glykonährstoffprodukte enthalten Pilzextrakte. Pilze sind extrem glykonährstoffreich. Auch zum Beispiel
der Austernpilz, der bei uns bekannt ist. Die anderen Pilze sind eher etwas orientalische, in der orientalischen Welt bekannte Nahrungspilze. Echinacea, der Sonnenhut, ist ein Heilmittel, das besonders für die Immunstärkung eingesetzt wird, oft als Extrakt oder als Tinktur, und enthält vor allem eben auch Glykonährstoffe, um das Immunsystem anzuregen und zu stimulieren. Dann das Chitin aus Schalentieren, das ist auch einer dieser strukturbildenden Stoffe, die eigentlich Zucker sind. Im Speziellen werden wir heute auch noch über das Chondroitinsulfat und Glucosamin sprechen, das besonders bei Gelenkbeschwerden eingesetzt wird. Oder zum Beispiel eben ganz einfach Inulin aus Zwiebeln und Knoblauch. Und natürlich aus allen anderen Laucharten genauso. Und Inulin ist übrigens auch ein Stoff, der für die Ernährung der gesunden, guten Darmbakterien essentiell ist. Hier sehen wir schon die erste Parallele von dem, was wir gestern schon gehört haben, dass sich die verschiedenen Teile des Lebens gegenseitig unterstützen. Die Bakterien brauchen diese Zucker, damit sie sich ernähren können. Die geben ihnen Kraft und Energie und Schutz. Auf die andere Seite brauchen wir die Bakterien, damit die Zucker überhaupt verdaut werden können. Also ohne eine gesunde, funktionierende Darmflora können sie diese Zucker auch nicht verdauen, nicht aufnehmen und nicht verarbeiten. Hier beginnt das Netzwerk des Lebens sich zu zeigen. Okay. Kernsätze dazu. Diese 8 Glykonährstoffe sind die essentiellen Zellnährstoffe, welche den Austausch von Informationen und Substanzen zwischen den Zellen überhaupt erst ermöglichen. Wer lebendige Zellen hat, braucht Glykonährstoffe. Gibt es jemanden, der keine lebendigen Zellen hat? Hier drin? Dann brauchen Sie keine. Alle anderen brauchen Glykonährstoffe. So, ich habe schon das vorhin erwähnt gehabt. Wir sind mit Glucose überversorgt. Das wird sogar zum Problem. Das ist nicht sehr hilfreich, wenn wir mit Glucose überversorgt sind. Und hier möchte ich Ihnen einfach ein Beispiel geben. Wenn Sie recherchieren im Internet oder in Büchern, werden Sie feststellen, es gibt diese Einzig-Glucose-Theorie. Und da wird behauptet von Biochemikern, dass man aus Glucose all die anderen Zucker im Körper selber herstellen kann. Und das ist in der Theorie auch richtig so. Hier sehen Sie abgebildet, wie aus Galaktose letztendlich Fructose entstehen kann. Und so können aus Galaktose oder aus Glucose jegliche andere theoretisch hergestellt werden. Praktisch sieht es aber ein bisschen anders aus. Praktisch ist es so, dass es zum Beispiel für diesen Vorgang, den Sie hier hinten sehen, 15 verschiedene enzymatische Schritte brauchen, bis am Ende beim Auspuff dann Fructose rauskommt. Das heißt, das ist eine enorme biochemische Leistung unseres Körpers, einen einzigen Stoff über 15 verschiedene Schritte herzustellen. Und das permanent. Und das unter jeder Belastung. Tag für Tag, 24 Stunden. Plus eben nicht nur ein Zucker, sondern eben 8 und mehr Zucker dazu. Und das ist angesichts der heutigen Situation, wo viele Menschen eben unter Mikrowellenbestrahlung leiden, wo die Zellen inaktiver sind oder belasteter sind, wo die Zellen oxidativ belastet sind und auch aufgrund des Vitalstoffmangels. Es braucht hier in der Zwischenzeit viele Vitamine, viele aktivierende Stoffe, die überhaupt diese 15 Schritte auslösen. Ist es eine Illusion zu glauben, dass das noch irgendwo funktionieren würde in der heutigen Zeit. Und es ist ja tatsächlich auch so gedacht, dass wir diese Glykonährstoffe in der Natur vorfinden. Es geht also nur darum, dass wir diese Geschenke der Natur nutzen, sie zu uns nehmen, dann müssen wir diese enorme Aufgabe dem Körper nicht aufbürden. Es macht keinen Sinn, es ist nicht so gedacht. In einer absoluten Notsituation, wenn alle Dinge stimmen, kann der Körper für eine Notversorgung diese 8 Glykonährstoffe selber herstellen. Ansonsten macht es Sinn, dass wir sie zuführen. Wie gesagt, das Ganze hat Aufsehen erregt in der Fachwelt und wir sehen hier eine Grafik, wie stark die Publikationen, die Studien zugenommen haben über Glykonährstoffe, ausgehend von 1965, wo man davon ausging, diese Zucker hängen einfach in der Gegend rum und sind Müll, bis zum Jahr 2004 in etwa, ist es hier aufgezeichnet, haben die Datensammlungen enorm zugenommen. Und hier 1996 wurden dann die 8 Glykonährstoffe
tatsächlich auch anerkannt als ein fester Bestandteil der Biochemielehre, als ein fester Bestandteil der Zellfunktionen. Das war vorher nicht so. Wir haben gesagt, Glykonährstoffe dienen der Zellkommunikation, dass sich also unsere Zellen untereinander austauschen können, um Bewegung, um biochemische Abläufe, um ordnende, entgiftende, aufbauende Maßnahmen zu organisieren, dass sie sich eben miteinander austauschen, wie hier in Form dieser Lichtimpulse. Sie sehen hier auf der Zelloberfläche diese weißen bäumchenartigen Strukturen. Das sind jetzt eben diese Glykoproteine, die sich auf der Zelloberfläche bilden, zusammengesetzt aus Eiweißen, Fetten und Glykonährstoffen und die letztendlich die Antennen bilden, um Informationen zu empfangen und Informationen weiterzugeben. Und das wird hier dargestellt als diese Lichtkommunikation. Tatsächlich sind unsere Körper voller Licht. Das sehen wir mit unseren Augen nicht unbedingt, aber doch ist es so. Und dieses Licht bildet ein riesiges Informationsfeld, wo jegliche Informationen zu jeder Zeit abgegriffen werden können. Alle Zellen sind mit jeglicher Information von anderen Zellen immer verbunden, aber nur, wenn die Zellen bestückt sind mit diesen Glykonährstoffen. Sonst passiert das nicht. Dann sind die Informationen zwar da, können aber nicht genutzt werden. Und dann gibt es natürlich auch ganz spezifische Funktionen. Zum Beispiel hier ist das schematisch dargestellt, das sind zwei weiße Blutkörperchen, also die Lymphozyten, Teile des Immunsystems, die für die Abwehr im Körper zuständig sind. Und da diese Immunzellen alle zusammen im Prinzip ein weiteres Organ, das Immunsystem bilden, das Immunsystem aber nicht lokalisiert ist, irgendwo hier oder hier oder hier, müssen die natürlich ständig in Kommunikation bleiben. Die sind ständig auf Draht, versorgen sich immer gegenseitig mit Informationen, dass diese Immunzellen wissen, aha, da ist gerade irgendwie ein pilzbesetztes Teil einer Frucht hineingekommen. Dieser Pilz muss entsorgt werden, wir brauchen Verstärkung im Darm. Das ist also die Information, die dauernd hin und her ausgetauscht werden muss zwischen den einzelnen Immunzellen. Und das Gleiche gilt für jegliche Zelle im Körper in jeder Weise. Die müssen immer wissen, was gerade läuft, damit sie adäquat reagieren können. Und das ist eine fantastische Sache. Das ist für uns auch schwer vorstellbar, welche enorme Aktivität, welche enorme Harmonie hier im Körper vorherrscht. Das passiert also dauernd zwischen Zellen, Organen, Geweben und dem ganzen Körperfeld. Wir sprechen hier jetzt also auch vom Körperfeld. Das Körperfeld ist dieses riesige elektromagnetische, feine Feld, das uns umgibt, das möglicherweise als Aura bezeichnet wird und das auch sichtbar gemacht werden kann mit bestimmten Techniken. Oder auch das Biophotonenfeld, das auch in der Biophysik heute bekannt ist, wo wir wissen, dass Zellen dieses Feld abstrahlen, dieses Licht abstrahlen und dass Zellen miteinander über diesen Bereich oder über diesen Weg kommunizieren. Man hat übrigens auch herausgefunden, dass unser Hirn in dem Sinne gar nicht unser Hirn ist, im Sinne von, dass da alles gespeichert ist, dass da alles abläuft. Das Hirn entsprechend ist nur der Umsetzer, es ist quasi die Festplatte. Und was darum herum im Energiefeld des Hirnes abläuft, das ist das, was letztendlich in unseren Gedanken, in unserem Sein vorherrschend ist. Und das Gehirn ist dann der Umsetzer. Ganz ähnlich wie hier die Daten von meiner Präsentation auf dem Laptop abgespeichert sind und das Bild aber hier erscheint. So ganz ähnlich ist das auch mit dem Hirn. Das Hirn würde von der Speichermenge her, der Zellmenge her gar nicht ausreichen, um all diese Informationen, Bewegungsmuster und so weiter organisieren zu können. Ganz viel läuft einfach über das elektromagnetische Feld des Körpers und das muss eben abgegriffen werden können, damit mein linker Zeh weiß, was der rechte Zeh tut und wo er sich hinbewegen sollte, damit ich nicht stolpere. Ganz einfach gesagt. Gut. Dass dies eben in allen Teilen des Lebens abläuft, das ist eine wichtige Erkenntnis und ich möchte Ihnen gerne einen kurzen Film zeigen über Schleimpilze. Also auch diese, man könnte sagen, niederen Formen des Lebens, Schleimpilze,
die arbeiten auch mit elektromagnetischen Feldern, mit Biophotonen, mit Energiefeldern. Und es gibt einen Film, der das zeigt, wie diese Zellen arbeiten. Wir haben eben schon über den Elektromagnetismus gesprochen. Hier sehen wir eine schematische Darstellung dieser Glykoproteine auf der Zelloberfläche. Und im Prinzip haben wir dasselbe, nicht ganz in grün, haben wir hier unsere Mobilfunkantennen. Die Erfindung der Mobilfunkantennen, des Kommunikationsfunks, ist also nichts Neues. Man hat es einfach in der Natur abgeschaut. Leider hat man aber eben nicht das Gleiche gemacht wie die Natur, sondern hat das technisch so verändert, dass es genau gegen die Natur funktioniert. Sprich, man hat es so ein bisschen abgeschaut und modifiziert und hat damit etwas hervorgebracht, was zum wirklich großen Problem für alle Lebensformen auf dem Planeten wird, die Mikrowellenstrahlung. Aber im Prinzip ist es abgeschaut an der Natur. Wir haben einen Sender, der gleichzeitig auch Empfänger sein kann, und wir brauchen einen zweiten Sender und Empfänger, und dann kann Kommunikation stattfinden. Und daher spricht man ja auch im Englischen von den Cellphones. Es werden einzelne Zellen von Antennen abgedeckt, und diese einzelnen Zellen können dann miteinander kommunizieren über große Wege. Das heißt, ich kann von meiner kleinen Zelle hier in Ulm, kann ich ohne Probleme auch nach Australien telefonieren mit dem Mobilfunk. Und zwar einfach von Zelle zu Zelle. Das wird so organisiert. Aber wichtig ist zu erkennen, dass unser ganzer Körper nicht nur auf der Zelloberfläche Antennenstrukturen enthält, sondern eigentlich unser ganzer Körper so gebaut ist, um als Antenne zu funktionieren. Als Beispiel unser Nervensystem, das wurde gestern schon erwähnt. Wenn wir das anschauen, wie das aufgebaut ist, hat das auch diese, könnte man sagen, diese Funktion, dass man von der Zentrale hinausgeht in die Peripherie und verschiedene Arme bildet, ganz ähnlich wie ein Baum. Natürlich beim Baum ist das auch so, zwar über der Erde und unter der Erde haben wir diese Antennenstrukturen, diese fein verzweigten. Das Lymphsystem des Menschen ist das gleiche, das hat ebenfalls diese Strukturen, Blutgefäße natürlich auch. Auch eine Hand ist eine solche Struktur, vom dicken in den kleinen Ast hinaus. Also unsere ganzen Körper sind so gebaut. Das ganze Skelett, die Haare, alles ist nach dem aufgebaut. Natürlich unsere Bienen, das wurde gestern auch schon erwähnt, unsere Bienen sind Wesen, die ganz besonders stark auf elektromagnetische Felder reagieren, sich orientieren daran und massiv gestört werden durch diese technischen elektromagnetischen Felder, die nicht die Natur informierend aufbauen, sondern informierend abbauen. Aber es sind Informationen, die da fließen durch den Äther, elektromagnetische, und die haben selbstverständlich auch einen Einfluss auf unsere Zellfunktionen. Alles Leben basiert auf Resonanz. Das ist nichts Neues. Unsere Körper sind Resonanzkörper. Unsere Zellen sind Resonanzkörper. Jetzt haben wir die Zellkommunikation angeschaut. Das heißt, die Kommunikation der Zellen mit dem Licht, mit den Informationen, mit den elektromagnetischen Feldern oder den Biophotonen. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig zu erkennen, dass es nicht nur um die Zellkommunikation geht, sondern auch um den Austausch von Stoffen zwischen den Zellen. Ich habe das am Anfang schon angesprochen. Und zwar kann kein einziger Stoff in eine Zelle eindringen, wo der verarbeitet werden kann, ohne diese Glykonährstoffe. Und auf dieser Folie sehen Sie die Zusammenfassung davon. Sie sehen hier das Zellinnere, gelb dargestellt. Dann haben Sie hier die Membran, das heißt die Haut der Zelle. Und die ist durchwachsen mit diesen, könnte man sagen, Rezeptoröffnungen. Das sind wie kleine Schläuche, die in die Zelle hineinführen. Da können Stoffe, Hormone und so weiter können in die Zelle hinein. Unter anderem müssen auch die Glykonährstoffe, diese Zucker wie Glucose oder Fructose, müssen auch zuerst durch diesen Schlauch hinein, um dann in der Zelle neu zusammengesetzt zu werden und dann sich hier außen wieder zu präsentieren. Also auch die Glykonährstoffe, die kommen nicht einfach zur Zelle und machen dann irgendetwas, was ihnen gefällt, sondern die intelligente Zelle nimmt diese Stoffe und setzt sie so zusammen, dass sie die Information
hinausgeben kann, die sie jetzt braucht. Wenn sie kein Wasser braucht, wird sie nicht die Information herausgeben, Hilfe, ich brauche Wasser. Wenn sie Vitamin C braucht, wird sie die Glykoproteine so zusammensetzen, dass der Organismus rundherum erkennt, aha, die Zelle Nummer 738 braucht Vitamin C. Und das ist also der Informationsgehalt, der hier eigentlich nach außen gezeigt wird. Zum Beispiel, bitte reguliere mich, bitte schütze mich, zerstöre mich, repariere mich, pflege mich, ich brauche Wasser, ich habe ein Problem mit einem Bakterium. Das sind die Informationen, die die Zelle so hinausgibt. Und wir sehen hier sehr schön, wie diese Glykoproteine hier eben auf dem Rezeptor aufgebaut sind. Und sobald jetzt hier eine Substanz kommt, die regulieren kann, vielleicht ein Hormon, kann es hier andocken und der Rezeptor öffnet sich und das Hormon kann in die Zelle hinein, um seine Funktion in der Zelle auszuführen. Das ist also eine ganz, man könnte sagen, nüchterne Organisation. Das hat nichts mit Licht, mit unsichtbaren Biophotonen zu tun. Das ist ganz einfach Austausch von Stoffen. Und all die guten Nahrungsmittel, die wir einnehmen, die Stoffe, die unser Körper produziert, in den Hormondrüsen, die Neurotransmitter und all diese Dinge, die müssen letztendlich über so einen Rezeptor in die Zelle hineinkommen, um ihre Wirkung entfalten zu können. Wenn das nicht da ist, kann eine Zelle, ist nicht bereit, diese Stoffe aufzunehmen, was dann unter Umständen eben zu Zellnährstoffmangel führen kann. Andererseits muss man dazu sagen, dass zum Beispiel auch Toxine, Umweltgifte, wir haben gestern Abend von Karl Cox das eine oder andere gehört über diese Gifte, die in den Zigaretten und E-Zigaretten drin sind. Wenn wir Glykonährstoffe haben, können auch Toxine aufgenommen oder abgewehrt werden durch diese Glykonährstoffe. Auch zum Beispiel Bakterien. Hier haben wir ein Beispiel, dass Bakterien hier versuchen anzudocken, aber dann eben die Information kommt, halt, der darf nicht rein, der Schlüssel wird also nicht passend oder es wird nicht aufgemacht, dann kann sich das Bakterium hier also nicht andocken. Jetzt dürfen wir aber nicht vergessen, dass es ja eben auch gute Bakterien gibt, die wir brauchen und die ihre Funktion an den Zellen tatsächlich auch sichtbar und nutzbar machen sollen. Also kann die Zelle hier entscheiden, okay, dieses Kolibakterium, das soll weg, aber dafür darf zum Beispiel das Bifidobakterium darf andocken und darf dort seinen Dienst tun. Jede von unseren Körperzellen sollte zumindest mit dieser Glykokalix überzogen sein, mit diesem Mantel aus Zuckern. Sie sehen hier ein schönes Bild, ein mikroskopisches, das ist die Darmschleimhaut, die Darmzotten hier, die Sie sehen, und darüber liegt idealerweise eine Schicht aus Glykoproteinen. Diese Schicht bildet in diesem Fall Schleim, die die Darmschleimhaut abdeckt und schützt. Und unten auf dem schwarz-weißen Bild sehen wir Zellen, die eben mit diesen Strukturen belegt sind, außer die eine hier, diese kleine, das ist offensichtlich eine kranke Zelle, die hat kaum noch Glykoproteine auf ihrer Oberfläche, alle anderen sind optimal besetzt mit diesen Glykoproteinen. Die Blutgruppen habe ich schon angesprochen. Sie wissen, was passiert, wenn Sie die falsche Blutinfusion bekommen von einer falschen Blutgruppe, die nicht zu Ihnen passt. Dann ist schnell Ende der Fahnenstange für uns. Und die Blutgruppen ist interessant, die unterscheiden sich tatsächlich nur durch ein einziges Zuckermolekül am Ende. Sie sehen hier zum Beispiel, die Blutgruppe A unterscheidet sich von der Blutgruppe 0 mit einem N-Acetylgalactosamin und bei der Blutgruppe B ist hier einfach ein Galaktosemolekül angehängt. Alles andere hier vorne ist genau gleich und es ist ein Zuckermolekül, das darüber entscheidet, ob dieses Blut akzeptiert wird oder wieder abgeschoben wird. Dann eben die Muttermilch, da habe ich schon darüber gesprochen. Muttermilch ist eine reiche Quelle an Oligosacchariden. Es ist wohl kein Zufall, dass wir da drin verschiedenste Glykoproteine, fertige Glykoproteine bereits haben, also Eiweiß-Zuckerverbindungen. Zusätzlich aber auch 6 von diesen 8 wichtigen Zuckern sind da bereits schon vorhanden. Weitere, zum Beispiel Immunkörper oder Zytokine, das sind Abwehr- und entzündungsfördernde und hemmende Stoffe, die auch aus Zucker und Eiweiß bestehen. Also ohne Zucker
gibt es auch kein Immunsystem, gibt es kein Abwehrsystem, es gibt keine Entzündungsregulation. Der Körper braucht Entzündungen, um etwas hinausarbeiten zu können, und diese müssen aber auch wieder zurückgefahren werden. Nicht endlos in die Entzündung. Und hier gibt es auch eine Studie dazu, dass man gesehen hat, dass Kinder, die gestillt worden sind, je nach Zeit, zum Beispiel hier 4 Monate oder über 8 Monate, dass die einen sogenannten höheren Intelligenzquotient entwickelt haben im Verlauf des Lebens, wenn sie gestillt worden sind und eben auch über eine gewisse Zeit gestillt worden sind. Weil diese Zucker eben so wichtig sind, um den Darm anzusiedeln, um das Immunsystem aufzubauen und auch die Funktionen von Darm, Bakterien und Hirn einzuleiten, dass diese Kommunikation überhaupt erst entstehen kann. Denn ohne Darmbakterien sind auch die Hirnfunktionen stark eingeschränkt. Und hier bieten die Glykonährstoffe den optimalen, könnte man sagen, Start ins Leben, damit das überhaupt erst funktionieren kann. Bakterien, sowohl gute wie auch schlechte oder schaderzeugende Bakterien, können unter Umständen andocken an die Zellen oder abgewehrt werden. Und hier sehen wir ein Beispiel. Hier sehen wir dieses Glykoprotein. Das legt sich quasi schützend über die Zelle, damit hier das Bakterium nicht eindringen kann. Gleichzeitig werden hier Glykonährstoffe, einzelne von diesen Zuckern, an die Rezeptoren der Bakterien gelegt, damit diese Rezeptoren besetzt sind und damit keine Rezeptoren frei sind, um sich irgendwo noch an die Zelle zu heften. Also wenn das Bakterium rundherum versorgt ist mit den abschirmenden Glykonährstoffen, dann wird das Bakterium einfach abgewiesen von der Zelle, weil keine Rezeptoren mehr frei sind. Ganz einfach. Und das hier ist eigentlich ein Beispiel, das auf die Blaseninfekte hinweist. Mannose ist sehr bekannt, einer dieser Glykonährstoffe, um Blaseninfekte verhindern und auch ausheilen zu können. Mit Hilfe von Mannose können sich die Zellen besser abwehren. Und hier gibt es eine Studie aus dem Zabok Hospital in Zagreb. Es wurden 308 Frauen mit akuter Blasenentzündung in diese Studie mit eingebunden. Diese Frauen hatten aber nicht zum ersten Mal eine Blasenentzündung, sondern das waren schon bereits chronische Probleme, die immer wiedergekehrt sind. In der Regel ja dann mit Antibiotika behandelt und dementsprechend häufig wieder ein Rezidiv gemacht. Das Ganze wurde über 6 Monate überprüft.